So, wir sind im Jahr 1992 angekommen. Alone in the Dark mit festen Kameraperspektiven gespielt, so rum. Aber die Grafik ist ein bisschen moderner. Und Panzersteuerung hast du nicht, ne? Und naja, doch, also, ne, stimmt, ich kann den Pfeil in die Richtung drücken, sie dreht sich dann von alleine dahin. Ja, Ich finde auch immer, man tut der Panzersteuerung Unrecht, weil so viele Leute immer sagen: Panzersteuerung." Ich denke mir immer so: „Ja, aber für diese Perspektiven ist das halt super, super nützlich." Äh, Wenn du nämlich gleich den Raum wechselst und hast keine Panzersteuerung, dann läufst du direkt wieder in 'ne falsche Richtung, weißt du? ja, das muss man sehr clever machen, das stimmt. Was übrigens weird ist, die Tür ist doch verschlossen jetzt hier. Wo kommt das Licht her? Das ist eine Leuchtet. Lumineszenztür, die leuchtet halt einfach There's a so. book missing. Wenn wir bei Dune oder so wären, im Zweifel irgendwelche Insekten, die A leuchten. secret door. Looks like it. Careful. Let me go first. Das ist halt auch so süß, ne? Mit so einer Geheimtür, wo man in so ein Buch reinsteckt. Das hat wieder dann sehr was Klassisches, Adventure-mäßiges. Total. Now we're talking. Great job, Emily. Weil man jetzt auch nicht so wirklich weiß, ob er überhaupt da ist, ne? Found anything? So, meinst du, das ist eine Einbildung? Oh, Dr. Keine Gray's Ahnung. in so deep. I knew it. He's as mad as his patients. I mean, look at this. She who can till the soil of this sick world and begin again. The black goat of the woods with 1,000 young. Absolute insanity. Ja. I have the strangest sensation that this is somehow Jeremy's room. What? No. This is Dr. Gray's private quarters. Ja, wie kommst du denn darauf jetzt? Also, da gibt es ja gar keinen Anhaltspunkt für. I feel I want to apologize, Detective, for my elusive behavior tonight. I'm glad you haven't given up on me and my uncle yet. Ah, you got nothing to apologize for. In fact, you've been out of my hair for most of the evening, you're self-reliant, and you've been helping with your own particular brand of investigation. As far as I'm concerned, you're an exemplary client. Thank you, Edward. Mr. Carnegie. Dieser Pet noch. Aber lustig, was ich Spiele in Figuren in Spielen ja relativ selten anfassen. Das ist so eine Verbindung zu machen. Stimmt. Good to finally meet you, Mr. Hartwood. I'm here on the behalf of your brother Philip. You were expecting me, weren't you? Yes, you're from Derceto, no? That's right. I just wanted to ask you a few questions to see if there is anything I can do to help you and your family. Okay. I understand you're full of imagination. You make up a lot of things. I suppose. And you obsess over them, blurring reality and fiction. Sometimes. Do you want to tell me about the Dark Man? No, I don't. That's all right. Perhaps there is something else you can tell me. Something you know to be made up, but you hold dear. Juan? John? Who's John? No, Juan Luis Jorge. Oh, wait there a moment. So könnte ich es aber auch nicht verstehen. Take a look. Is he... Oh, he is the author. It's a magnificent book. Life-changing even. The real Juan is long dead, but I like to think of him as my friend. My most beloved friend. I see. Do you often do this? Fantasize about people you read about? No. Well, there is Jacob. Who is Jacob? Turn to the last page. Oh, it's a newspaper article. The Prisoner of Ice, Jacob van Ostad. Is he also your beloved friend? Oh, no, Doctor. Not at all. He is the fire that fights fire. Yes, I think it's clear your overstimulated imagination, this mania, needs to be tempered for you to live a normal life.
I know your family calls it the Hartwood curse, but I want you to know that there is nothing supernatural about your condition. It's all inside your head. And with that, I'm very qualified to deal with. In time, you will be cured. In time. Yes, in time we will exorcise all your demons, all the dark men. Please, Mr. Hartwood, calm yourself. What happened? Oh, don't you worry your little head about it, Miss Hartwood. Your uncle and I just had our first breakthrough. Also wissen wir immer noch nicht so wirklich, was real ist und was nicht. Nee. Aber so wie der Dr. Gray spricht, ist es ungefähr die letzte Person auf dem Planeten, der ich trauen würde. Ja. Also allein schon diese Inszenierung. Ja, kommen Sie doch in mein Sanatorium. Ja, ich werde Ihnen bestimmt helfen können. Ja. Kann ich ein bisschen von Ihrem Blut haben? Geben Sie mir ein This bisschen has von Ihrem something to do Gehör. with the numbers for the talisman. Ich wollte gerade sagen, benutze mal den Treppenausschlitz. Einfach mit voller Kraft reindrücken. Ja. The Snake Schlangendolch. Dagger, a monograph by Yael Klein. Schon das In zweite Ludwig von Grimm's Yael book Klein. on pagan rituals called The Mystery of the Grave, as translated by Nicholas Vachy, there are several references to a sacrificial dagger called the Snake Dagger. It has long been thought of as a poor translation of the original text, that it would be more appropriate with worm dagger from the Latin vermis cultrum. This seems natural following the recent consensus that the original title of Prin's book, De Vermis Mysteris, should literally translate to the mystery of the worm. However, this would take away from Vachy's great effort at translating the underlying meaning of the words and revealing several cultural beliefs. While Prin certainly was using the term worm as a symbol or synecdoche for death and the dead, which is made clear by the contents of the book, in the case of the dagger, we shouldn't be too hasty to dismiss his translation. Reading through Vachy's correspondence with his patron, it appears that he had more than just the Latin text at his disposal. Vachy had dug up Prin's living relatives and uncovered several cross-referenced historical texts and an actual snake dagger. The dagger was dated to the early Middle Kingdom of Egypt and had such a clear shape of a wave that Vachy considered calling it the sinusoidal blade. Knowing the full story, Klar. it seems prudent that he chose to translate it as snake and not worm. There are several reasons why this choice of word helps us understand the pagans that Prin's book attempts to describe. Das ist ganz interessant, weil doch Jeremy irgendwie gesagt hat, dass er einen Wurm im Kopf hat, ne? Ja, ja, Das ist der eben. Schatten, Deswegen bin ich so verwirrt, warum sie jetzt plötzlich dann doch wieder mit der Schlange kommen wollen. The symbolic value of the shape becomes more apparent when reading about the use for the dagger. In the passage of possession and exorcism, we find the snake dagger poisons the poisoner within the victim and is therefore pacified. Where the literal text would tell us that the worm dagger trumps the demon possessing the victim, it tells us nothing of their reasoning. Only that somehow this dagger wins against the demon, like it had the better hand in poker. Vachy's translation allows us to follow the underlying logic to the ritual magic that is being performed. Poison the poisoner sounds like fighting fire with fire. That to hurt the demon possessing its victim, the priests would have to fight back with a power that is known to the evil they are fighting. The snake dagger is therefore not only a good way to describe its form, but it also helps us understand how it could be thought of as a useful tool for exorcism. Finally, it also helps us understand their relationship to lunacy, that it was thought of as something poisoning the mind rather than controlling it. What is also interesting to note is that the possessed are always considered poisoned in their head and not their heart. The snake dagger always went to the eye of the possessed, leaving them partially blind, if they had the good luck to survive.
Ey, das klingt doch 1:1 einfach nur nach der Lobotomie, die wir gefunden haben da. Ja, den Hinweis Das unten ist im doch Keller, ne? einfach nur völlig bescheuert. Also, im Grunde genommen reden die um heißen Brei rum, aber eigentlich machen die einfach nur 'ne Lobotomie und sagen: „Ja, ja, das ist ein heiliges Ritual“, was ja vollkommener Quatsch ist. Guck mal, geht's da noch in diesen genau, da geht's auch noch rein. Also, mir schwant Böses, wenn ich das alles lese. Do I want to know? Farbverdünner auf das Bild deines Onkels anwenden. Ja, klar. Jesus Christ, why would you paint this, Jeremy? What on earth possessed you? Warum ist denn weird, dass Oh das God. unterwirft dich dem Schattenmann? Hä, aber man sieht doch gar nichts auf dem Bild. Ja doch, man sieht doch hier ihn so schreien. Ach so, das ist ach Den- stimmt, wo er den hatte ja, ja. Dolch. Und den Dolch hat er jetzt in der Hand oder was soll das Ja. sein? Ja, ja. Aber Emily felt detached, as if watching herself from across the room, awkwardly attempting to help Detective Conby solve the case of her missing uncle. What was happening to her? And why did this place feel so familiar? unterwirft dich dem Schattenmann. Möbelschlüssel. Can't believe I didn't see that before. Ja, wir haben doch das erste Mal jetzt dahin geguckt. Ja, irgendwie. Ob das eine Andeutung ist auf das, wegen den Perspektiven, wegen den Kameraperspektiven und so? Das kann sein. Also raus kann ich nicht. Hier ist wieder die Pflanze, aber ich kann ja die Perspektive nicht ändern. Genau. Hier ist jetzt übrigens die Stelle gewesen gerade mit dem. Also ich muss dann so weiter drücken, damit ich nicht aus Versehen Siehste? das Ding ändere. Ich werde auch immer für gute Panzersteuerung kämpfen, weil es gibt auch wirklich gute Lösungen. Ach, guck mal, ein Schrank. Es gibt gute Lösungen wie in Fatal Frame, hier, wie heißt es denn hier nochmal? Project Zero bei uns. Ja, ja. Wo du einfach eine Lauftaste hast, weißt du? Ja. Also wie Gas geben. Und dann musst du nur noch mit dem Stick links und rechts steuern. Das ist eigentlich, finde ich, eine So. richtig gute Idee. Ja. Hello? Who's there? Jeremy? Jeremy is with the Dark Man. You can't save him. Jeremy is with the Dark Man? Where? Who is he? What is the Dark Man? The Hartwood curse. He will come for you too. Ich dachte, ich dachte als erstes, hier, ich sehe tote Menschen. The voice Ich on the rieche phone was Menschenfleisch. somehow familiar, yet so strange. Who was that? Habe ich irgendwo einen Hinweis? Ja, klar. Geh nochmal ins andere Zimmer. Ach, auf dem Boden, ja Guck klar. da mal auf den Boden. Da sind zwar keine Zahlen, aber das ist ja genau die Die Form. Form, die du Mhm. machen musst. Okay. Ist auch geil, was sie aus diesem Talisman alles rausholen. Ja. So, warte mal, der große war hier? Nee, Quatsch, das Genau, Muss das unten. Dingen war oben. Und bei denen war es jetzt genau, der war unten und der andere war auch unten. ah ja. Das war echt mal ziemlich einfach. Na, guck mal, hier ist genau die Form. Da sagt sie wiederum nichts zu. Weißt du, die hat das jetzt schon so oft gesehen. Irgendwann ist auch mal gut. You heard the telephone ring, right? No, the telephone's cut off. I tried calling the police earlier. Yeah, that's what I figured.
Oh, scheiße. Sie akzeptiert schon langsam, dass sie verrückt wird. Ja, None of ist auch Emily's egal. experiences seem to line up with reality anymore. Even when she accomplished something, it seemed absurd. Was this what it was like to be completely consumed by the Hartwood curse? Not mind-numbing terror, but a continuous state of confusion breaking you down. Ja, wenn das der Zustand ist, dann haben sie den gut transportiert, sag ich jetzt mal. Oh. Hey, Mr. Carnby? What? Nothing, right? It's a closet. That's right, Detective. I'll see you later. I have to finish this. You're going inside the closet? I know what it looks like, but I can't explain it, much less justify it. All right. You do what you have to do, miss. Ich würde das Goodbye, so gerne aus, Detective. ich würde das so gerne aus seiner Perspektive sehen, wie sie einfach in diesen Schrank reingeht. Aber jetzt auch so geil, so dieses, ach na ja, dann macht sie das halt, ne? Ja. Icy wastes before her felt profound and deeply wrong, like staring into a grisly wound revealing bone under the fleshy mounds of muscle, seeing layers of Jeremy that she would rather stay hidden. Okay. Ich verstehe halt nicht, was sie damit meinen, dass ich mich dem Schattenmann unterwerfen soll. Naja, wenn der kommt, dann Knie nieder. Das ist so wie bei Indiana Jones, die letzte Prüfung. Oder wieder auf ihn schießen, ne? Kann sein, dass sie das ist. Ja, genau, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist einfach echt geil, diese Übergänge und dann halt, jetzt bist du halt irgendwo im ewigen Eis. Das hat voll was. Es passt ja auch thematisch komplett zu dem, was sie erzählt haben. Das ist jetzt halt das komplette Gegenteil von der Wüste. Weißt du, auch gesprochen, dass er mehr oder weniger so das Gegenteil auch in sich hat. Feuer gegen Feuer. Eis gegen Wüste. Greenland We Expedition. found the ancient stellarium perched on a cliff facing the Arctic Ocean after a day of sailing due north of the Eskimo encampment. Jacob van Oostad was our most keen member of the expedition. He had been chasing down the source of a peculiar type of crystallized metal present in several sacred items among the natives on the northeast coast of Greenland. The site was a remarkable find for any explorer, and we were all enraptured in our search for enlightenment and meaning. The surviving architecture seemed almost unearthly in origin and astonishingly sophisticated. The metal Jacob was searching for was abundant, almost ubiquitous. We were so taken by our find that we were surprised by the sun falling below the horizon. As we quickly picked up our gear, ready to head back to our camp, Jacob van Oostad declared that he wanted to stay. He was adamant. We begged him to reconsider. The night would be getting colder by the hour, and we feared for all our safety. Jacob refused, threatening us with violence if we wouldn't leave him alone. As the snowfall turned heavier, we left him there on his own. The next day, the weather became worse, and we had to spend hours enforcing our shelter as our tents became increasingly useless. The group had written off Jacob, thinking he must be dead. I had an urge to make one final attempt to save him, so I headed out as darkness fell with a handful of flares and headed toward the coast and up the climb towards the stellarium. That's when I saw him, transfixed by a burning sky, that celestial lantern. Jacob keeled over and let out a painful shriek that struck me with such fear and pity. He was crying in agony, for the cold weather had ravaged his flesh. I called out to him, and he turned to face me.
His vacant stare held me in place like a needle through a butterfly. And he said, "You must leave now, Herr Stern. Go and never come back." And so I left. Boah, gruselig. Mhm. Hallo, ey. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber vor Jahren gab es mal so ein Horrorspiel, das habe ich mit Michi zusammen gespielt. Das war. Wie hieß denn das nochmal? Da habe ich nämlich ein Testvideo drüber gemacht. Nee, da habe ich das Video zu gemacht. Dann habe ich den Text geschrieben. Auf jeden Fall habe ich das. Also hatte ich das. Das hieß Da waren Begebenheit fußte ja, das. Mit so einem Eistanker, so einem Eisbrecher, der verschwunden war, ne? Oder? Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, das, wo so eine Studentengruppe in Bergen verschwunden war. Das hat witzigerweise, das hat Michi mit seiner Frau gespielt. Bei uns. Weil irgendwas mit K. Ja. Irgendwas mit K. Was auch einen supergeilen Anfang hatte, so richtig gut dich reinzieht, so von der Atmosphäre, so wie hier, nur das wird dann richtig schnell richtig langweilig. Also das war unglaublich ungruselig. Da gab es dann einfach so leuchtende Menschen, die du gesucht hast, die waren so gar nicht gruselig. Karkot oder irgendwie was in so Richtung. Karkot, das kann sein. Aber meins war was anderes, was ich noch hatte. Ich meinte... Oh Gott, wie hieß denn das, was ich meinte? Das weiß ich, aber auch, das ist noch älter sogar. Das war das, was mit dieser krassen Physik-Engine, wo du in diesen einen Raum reinkommst, wo der Filmprojektor ein Bild auf eine sich bewegende Filmleinwand projiziert, also die so schwingt, und dann kommt der Gegner, und dann kannst du in die Filmleinwand reinschießen und triffst dann den Gegner, der auf dem Film zu sehen ist, der da läuft. Das war ja, wie hieß denn das nochmal? Ich weiß genau. Kanal. Ich müsste es nochmal raussuchen, aber es war. Ich weiß sofort, was du meinst. Ich weiß auch ganz genau, wie der Anfang ist, wie man da in diesem Schiff hochklettert und so, aber. Boah, ich könnte es dir nicht mehr sagen. Ah, das war echt total geil. Irgendwas mit C hätte ich jetzt schwören können. Cryostasis. Ja. Und ich meinte Cola. Cola, ja, siehst du? Wir kommen Fast doch das zusammen. Gleiche. Wir kommen doch zusammen. Oh Gott, und jetzt haben wir wieder Spiele gefunden von früher, an die wir uns sonst nicht erinnern konnten. Guck mal, hier ist ein Fels. Aber das ist jetzt hier geil. Also, ja. Ich meine, sie ist nicht Und richtig auch wieder, ja, aber auch wieder Licht, ne? Das Lichtspiel macht echt eine Menge aus. Total. Ich weiß noch, bei Colat hat nämlich Sean Bean plötzlich irgendwie, den haben sie sich eingekauft, den Erzähler gemacht. Und ich dachte am Anfang so, ach du, das wird ja mega geil. Und dann war es halt leider so meh. Weil es auch eine super spannende, reale Geschichte ist. Und das sieht gerade übrigens richtig geil aus. Aber hallo, ne? Aber ich weiß noch, als ich in Drive Club mal eines Nachts tatsächlich dieses Himmelleuchten hatte, was nicht, sagen wir mal so, in dem Sinne vorgefertigt jetzt war, also dass es dann immer da passieren würde, sondern Drive Club hatte ja diese geile Himmelssimulation. Und das war so ein Augenöffner. Total geil. Das hat jetzt hier auch sehr was Cthulhu-mäßiges. Irgendwo im ewigen Eis. So antike Zivilisation. Mit hier auch irgendwie was. Also wenn jetzt hier so ein riesengroßes Monster rauskommen würde, wäre ich nicht überrascht. Jetzt hier so ein Stargate und so. Das ist ja auch was, das muss man auch einfach sagen, so egal, ob es jetzt Call of Cthulhu war oder hier Sinking City, diese Bedrohung, wo plötzlich so was riesengroßes ist, das haben beide echt cool hinbekommen, so diese Grundstimmung zu kreieren. Who are you? What do you want? Emily, you should not have come. Hey, we can talk about this. It's too late for that.
It's too late. Das ist Jakob von Ostatte. Von dem haben wir ja gelesen, ne? Ist auch Was wieder ist- eine von diesen Manifestationen. Kannst du den nicht einfach mit einer richtigen Waffe hauen? Aber ist der Sprecher nicht genau der gleiche wie vom Butler gewesen? Mr. Waits? Das weiß ich nicht. Das kann sein, dass das in Wirklichkeit der ist, ne? Ja. Ja gut, der sah aber nicht mehr so gesund aus, muss man mal fairerweise sagen, ne? Ja, der hatte bessere Tage. Ist halt auch so geil, dass hier irgendwo halt so ein komisches Ding sein soll, was auch immer das sein soll. Ja, und auch wieder die Zeit passt ganz gut, ne? Heutzutage hätte ich ja gesagt, ja, als ob das nicht schon jemand entdeckt hätte, aber damals... Ist halt noch so die Zeit, wo noch Entdeckungen irgendwie glaubwürdig sind. Das ist ja auch immer das Gute bei Indiana Jones. Ja. The Dark Man is gonna be in the middle of your existence, Jeremy. Then at least set everything in order. Das habe ich auch immer gedacht, so, das ist so wahrscheinlich nicht mal unbedingt wahr, aber du nimmst es halt viel besser dem Setting ab. Ja, halt in so einer satellitenüberwachten Welt ist das halt immer alles schwierig, Ja. Diese ganzen Geheimnisse dann noch rüberzubringen. Deshalb mochte ich ja auch das erste Tomb Raider in seiner Maßlosigkeit noch, mit dem, dass Lara Croft halt einfach mal gleich Dinosaurier entdeckt. Ja. Was hast du jetzt angestellt? Ui. Oh. Hat der eine Lebensleiste? Ja. Das ist dann ja tatsächlich mal ein richtiger Bosskampf. Ach, guck mal. Jetzt den Dolch. Der Anfängerfehler. macht auch richtig viel weg. Ja, aber Anfängerfehler. Sie hat doch jetzt schon 30 Mal gelesen, dass der ins Auge soll. Stimmt. Einfach mal einen Stein drauf werfen. Das ist so geil, diese beschissene Funktion mit diesem diese Quick Use. Das geht halt echt immer nur, wenn du wirklich mehr oder weniger direkt drauf bist. Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie wieder was Komisches. Mit diesem Arm. Der erinnert mich an diesen, auch von Family Guy, mit diese Figur, mit diese Wackelarme. Ja. Aber einmal noch, dann hast du es. Wird dir immer kälter oder was ist da los? Ich glaube ja. Ja, frech. Ach, guck mal, jetzt auf einmal geht's. Geil. Okay, das war schon cool gemacht. Dum, dum, dum.
everything you wanted to break the pact. What else can I do? Wait, it did work. That's why you're coming after me. You're in my head now. In that case, I hope you enjoy your stay. Boah. Emily, stop! Don't worry. We got you. Oha. Auch eine schnelle Schlussfolgerung gewesen. Aber diesmal sind wenigstens nicht wir schuld. Stimmt. War interessant, dass man dem so vorkommen konnte, tatsächlich mit dem Selbstmord vorne. Oh Gott, ich liebe die Musik. Das hat so was Epilog-mäßiges, weißt du? Die Melodie ist wie ein der Anfang von einem Lied von Fettes Brot. Stimmt. Ja, und zwar Spider-Man und ich durch New York irgendwie, so geht das. Heard you almost painted the foyer with your own blood and guts. Good to see you still in one piece. Stick around, will you? It's going to be an exciting night. Aber guck mal, jetzt passt, dass wir ein bisschen Schaden genommen haben. Good to see you weil sie made it, ja. miss. passiert. And all that ruckus, Lottie gave you a healthy dose of that sleeping juice. Wasn't sure you'd be waking up again. What happened? You had a psychological breakdown. Tried to shoot yourself. Sorry for the manhandling, but we just wanted to save you. You also stabbed Jeremy in the eye. Is he alright? He's a little strange, but everything else is back to normal. Really? I broke the pact? I don't know what you did, but it worked. Let's see you standing up, miss. Vor allem, wir haben ihn doch nicht nur ins Auge gestochen, das Ding war doch ins Gehirn. Jeremy, are you okay? I'm so sorry for hurting you. How can you ever forgive me? Emily, I missed you so. I do hope you'll stay with me for a while. Uncle, what's wrong? Is it anesthesia? He seems so meek. I wish that was the case. It turns out that you managed to lobotomize him. It's actually quite impressive considering your technique. This is permanent? You Impressive. sacrificed a piece Das of wird his mind to unmöglich. save the whole. It's a little like treating a bad knee by cutting off the leg. It's blunt, but it works. That's terrible. Perhaps. But at least he won't suffer anymore. Do you remember the Dark Man, Jeremy? Ah, yes. Where did he go? I hope he is doing all right. You see? With a violent stab, you made any future treatment quite redundant. I assume you will be bringing him with you back to New Orleans. I will. I just need to find Detective Carnby. Okay. Ey, Verlangen aber sie jetzt aber schon viel von einem ab, dass man ihn abnimmt, dass sie da jetzt eine Lobotomie. vor allem ist er für eine Lobotomie nicht auch noch viel zu gesprächig? Ich hätte auch gedacht, dass man danach Ich wirklich eigentlich dachte, durch danach ist, bist du quasi nur noch, wenn du das überlebst, so Brokkoli. Habe ich auch immer gedacht, aber ich kenne mich damit nicht aus, keine Ahnung. Ja, Gott Ich hätte sei aber auch Dank. gedacht, dass es etwas mehr Geschick braucht, um so eine Lobotomie zu machen. Das sowieso. Ich wollte aber noch sagen, was ich halt ganz geil fand, als ihr da nochmal durchgefallen ist. Ich liebe es nach wie vor, wie schnell hier einfach wirklich komplett neue Levels geladen werden können. In so einem Bruchteil einer Sekunde. Das ist echt. Wobei das ja Tricks sind. Also es sind Ja, klar. Aber Aber es dann ist- quasi es- nur diese Abschnitte der Level, die in einen neuen Level. Aber es sieht eine so neue schön Region. aus. Ja. Es ist ja nicht wirklich. Also es ist nicht wie bei Ratchet und Clank, wo sie tatsächlich dann Level up oder ganz andere Welten laden. Das ist ja im Grunde genommen so wahrscheinlich wie man früher das vielleicht auch bei Prey oder so gemacht hat. Also das sind alles Tricks, glaube ich. Das ist nicht wie. Aber schöne Tricks. Ja, das stimmt.
nicht wirklich Technologie, sondern eher cleveres Design. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und schauen uns in der nächsten Folge mal in Kapitel 5 um. Also, bis denn. Tschüss. Tschüss.